In einem Bambushain liegt ein toter Samurai. Einer nach dem anderen erzählen die wenigen bekannten Zeugen des Verbrechens ihre Version der Ereignisse. Doch dabei wird klar, alle der Aussagen sind plausibel, jedoch sind sie ganz verschieden. Und jeder der Zeugen belastet sich selbst. Das ist die Prämisse von Im Dickicht, einer Kurzgeschichte aus den frühen 1920er Jahren des japanischen Autors Ryunosuke Akutagawa. Viele kennen diese Geschichte gegensätzlicher Perspektiven allerdings unter dem Namen Rashomon. 1950 verband der japanische Filmemacher Akira Kurosawa zwei Erzählungen Akutagawas zu einem Film. Dieser präsentiert eine unvergessliche kulturelle Metapher, die unser Verständnis von Wahrheit, Gerechtigkeit und menschlicher Erinnerung verändert hat. Der Rashomon-Effekt beschreibt eine Situation, in der Menschen völlig verschiedene, doch gleichermaßen glaubwürdige Aussagen über dasselbe Ereignis machen. Mit diesem wird oft die Unzuverlässigkeit von Augenzeugen betont. Der Rashomon-Effekt tritt gewöhnlich unter zwei bestimmten Bedingungen auf. Erstens, es gibt keine Beweise dafür, was tatsächlich passiert ist. Und zweitens, es gibt Druck, einen Schlussstrich zu ziehen, oft von einer Autoritätsfigur, die herausfinden will, was wirklich geschehen ist. Der Rashomon-Effekt untergräbt jedoch die Idee einer einzigen objektiven Wahrheit. Im Quellenmaterial verwenden Akutagawa und Kurosawa die Werkzeuge ihres jeweiligen Mediums, um allen Zeugenaussagen gleiches Gewicht zu verleihen und machen so aus jedem der Zeugen einen unzuverlässigen Erzähler. Ohne Hinweis darauf, wer die akkurateste Aussage macht, kann der Zuschauer nicht beurteilen, wem man vertrauen kann. Alle Aussagen wirken glaubwürdig und beim Erraten, wer den Samurai getötet haben könnte, beginnt der Zuschauer an den eigenen Überzeugungen zu zweifeln. Manche mögen das frustrierend finden, denn die Handlung konterkariert die Erwartungen an das übliche Ende von Krimis. Doch durch die Verweigerung einer eindeutigen Antwort zeigen diese beiden Künstler die Unordnung und Komplexität von Wahrheit und menschlicher Erinnerung. Laut Neurowissenschaftlern wird die Erinnerung durch frühere Erfahrungen und eigene Vorurteile beeinflusst, wenn man visuelle Informationen interpretiert. Einige dieser Verzerrungen sind individuell, andere eher universell. So kann eine egozentrische Neigung dazu veranlassen, Erinnerungen unbewusst so umzuformen, dass sie einen selbst in ein positives Licht rücken. Selbst wenn man eine Erinnerung fehlerfrei speichern könnte, kämen beim Abrufen neue, veränderte Elemente hinzu. Und wenn man sich dann später an dieses Ereignis erinnert, ist dies meist die verschönerte Erinnerung und nicht das Originalerlebnis. Diese psychologischen Phänomene führen dazu, dass der Rashomon-Effekt quasi überall auftreten kann. In der Biologie kommen Forscher ausgehend von denselben Daten und unter Anwendung derselben Methoden oft zu unterschiedlichen Ergebnissen. Anthropologen beschäftigen sich mit den Auswirkungen des persönlichen Hintergrunds auf die Wahrnehmung von Experten. In einem berühmten Fall besuchten zwei Anthropologen das mexikanische Dorf Tepoztlán. Der erste Forscher beschrieb das Leben dort als glücklich und zufrieden. Der zweite bezeichnete die Bewohner als paranoid und übellaunig. Abgesehen von den Experten kann der Rashomon-Effekt auch die Öffentlichkeit beeinflussen, insbesondere bei der Wahrnehmung komplizierter Weltereignisse. Zum Beispiel gingen 2015 Medienberichte über einen Sicherheitsgipfel zwischen den USA und Politikern der Arabischen Liga weit auseinander. In einigen wurde behauptet, dieser sei gut gelaufen. Andere nannten ihn gescheitert. Man fixiert sich gern darauf, warum wir gegensätzliche Wahrnehmungen haben. Aber die wohl wichtigere Frage, die sich stellt, lautet: Was ist überhaupt Wahrheit? Gibt es Situationen ohne objektive Wahrheit? Was sagen uns verschiedene Versionen desselben Ereignisses über Zeit, Ort und beteiligte Personen? Wie können wir mit unterschiedlichen Informationen, Hintergründen und Vorurteilen Gruppenentscheidungen treffen? Wie bei den meisten Fragen gibt es auch hier keine endgültige Antwort. Aber die anhaltende Bedeutung von Akutagawas Geschichte legt nahe, dass es sinnvoll sein kann, sich auf Mehrdeutigkeiten einzulassen. In diesem Video gehen wir näher auf das Ungewissheitsparadoxon ein und stellen uns die Frage: Wie zuverlässig sind einstimmige Entscheidungen? Wenn du gerne Neues lernst, abonniere unseren Kanal, damit du nie ein Video verpasst.